Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Professor Tobias Rader. Ich bin Leiter der Abteilung Audiologie am LMU-Klinikum der Universität München. Wie misst man Hörstörungen? Bevor wir damit anfangen können, wie wir Hörstörungen messen, müssen wir uns einmal kurz grob anschauen, wie das Ohr aufgebaut ist. Wir haben das Außenohr, das ist der sichtbare Teil des Ohres mit der Ohrmuschel, dem Gehörgang und dem Trommelfell. Es folgt das Mittelohr mit den Gehörknöchelchen, haben wir Ambus-Steigbügel. Das dient der Weiterleitung der aufgenommenen Schwingungen von dem Trommelfell an das Innenohr, an die Cochlea. Und wir haben letztlich das Innenohr, das als Organ eben aus der Hörschnecke und dem Gleichgewichtsorgan besteht, wo wir die Haarsinneszellen verortet haben, die dann letztlich mit dem Hörnerv auch verbunden sind. Wo kann eine Hörstörung entstehen? Wir haben zum ersten Mal die Möglichkeit, dass eine Hörstörung als Schallleitungsschwerhörigkeit entsteht. Das heißt, der Hörschaden ist auf dem Weg vom Außenohr zum Innenohr, also er befindet sich sozusagen im Außenohr oder Mittelohr. Man kann sich das einfach vorstellen, als wenn man einen Stöpsel im Ohr hätte. Die Schallweiterleitung ist einfach aufgrund von mechanischen Problemen gestört. Wir können eine Innenohrschwerhörigkeit haben. Da ist der Haarzellschaden oder der Hörschaden in der Hörschnecke verordnet, zum Beispiel bei einer Altersschwerhörigkeit. Und wir können aber auch eine zentrale Schwerhörigkeit haben. Das heißt, die Störung ist irgendwo entlang der neuronalen Hörbahn und oder der Hörrinde, sprich Hörnerv, Hirnstamm oder Kortex verortet. Letztlich gibt es noch die Möglichkeiten, dass verschiedene von diesen Schwerhörigkeiten auch miteinander kombiniert sind. Wie kann man nun Hörstörungen messen? Es gibt prinzipiell zwei verschiedene audiometrische Verfahren, die zur Anwendung kommen. Die ersten Verfahren ist die subjektive Audiometrie. Da ist die aktive Mitarbeit des Patienten erforderlich. Und wir haben die objektiven audiometrischen Verfahren. Da ist die aktive Mitarbeit des Patienten nicht erforderlich. Warum haben wir beide Verfahren? Es gibt eben einfach Patientengruppen, man denke nur an kleine Säuglinge, die eben nicht aktiv beim Hörtest mitarbeiten können. Oder wir können auch während Narkosen, während Operationen Messungen durchführen. Da sind natürlich solche objektiven Verfahren sehr gut geeignet. Oder auch als Konfirmationsdiagnostik, wenn man eben die subjektiven Angaben, also die der Patient eingegeben hat, wenn man die überprüfen möchte. Bei subjektiven audiometrischen Verfahren gibt es ganz grob drei Gruppen. Es gibt einmal die Tonschwellenaudiometrie oder Reintonaudiometrie, es gibt sprachaudiometrische Messverfahren und es gibt überschwellige Testverfahren. Ich werde mich heute auf die ersten beiden Punkte konzentrieren. Tonschwellenaudiometrie. Wichtig ist, wenn wir die Hörschwelle beim menschlichen Ohr testen möchten, brauchen wir spezielle schallisolierte Audiometrieräume. Das heißt, da darf auf keinen Fall Lärm oder Geräusche von außen eindringen, weil wir ja sehr, sehr leise Töne messen, weil das Ohr beim Menschen sehr empfindlich ist. Bei der Tonschwellenaudiometrie werden reine Sinustöne, meistens sind es reine Sinustöne, bei verschiedenen Pegeln und Frequenzen vorgespielt und der Patient signalisiert dem Untersucher, wie hier unten dargestellt, zum Beispiel mit so einem Druckknopf, wann er eben gerade eine leise Hörwahrnehmung wahrnehmen kann. Man misst dabei die individuellen Hörschwellen seitengetrennt an beiden Ohren. Bei der Tonschwellenaudiometrie werden pro Ohr zwei Messungen durchgeführt. Die eine nennt sich Luftleitung, die andere ist die Knochenleitung. Kommen wir zuerst zur Luftleitung. Die Luftleitung heißt so, weil wir über einen ganz konventionellen Kopfhörer den Ton in das Ohr entsprechend einleiten und wir messen praktisch das gesamte Hören eben vom Außenohr übers Mittelohr
bis zur Hörschnecke. Das ist die Luftleitung. Und die zweite Messung ist die Knochenleitung. Das heißt, ein Knochenleitungshörer, der ist hier unten dargestellt, das ist ein kleines Kästchen, was eben auch bei verschiedenen Frequenzen vibrieren kann. Das wird hier hinter dem Ohr auf dem Mastoidknochen aufgesetzt und wir können praktisch durch diese Vibration die Hörschnecke direkt anregen. Was hat das für einen Vorteil? Das hat den Vorteil, dass wir das komplette Außen- und Mittelohr eben übergehen können und den Schaden oder die Hörschnecke direkt audiometrisch messen können. Das Ganze wird dann in einem Tonaudiogramm dargestellt. Das habe ich Ihnen hier mal also als Beispiel gezeigt. Wir haben hier auf der X-Achse aufgetragen eben die Audiometriefrequenzen. Die sind je nach Audiometer ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr von 125 Hertz bis 8 oder 12 Kilohertz. Das heißt, hier ist die Frequenz aufgetragen von tiefen bis nach hohen Tönen. Und auf der Y-Achse ist jetzt die Hörschwelle aufgetragen in dBHL. Das ist ein Maß, wo wir einfach den gesamten Hörbereich bei Menschen zwischen 0 dB Hörschwelle bis zu 120 dB, wo dann die Schmerzschwelle ist oder wo auch eine starke Schädigung auftreten kann, messen können. Wir sehen jetzt hier zwei Kurven dargestellt. Schauen wir uns zuerst die Luftleitung über Kopfhörer an. Die ist hier die blaue Kurve, wo die X-Symbole dabei sind. Und man sieht jetzt eben bei der Kurve, dass die deutlich abweicht von der Nullkurve, wo eben die mittlere Normalhörigkeit nach DIN-Norm auch definiert ist. Es ist normal, dass diese Luftleitungsmessung, wenn ich jetzt 10 Leute messe, willkürlich auswähle, die eigentlich keine Schwerhörigkeit haben, dann ist es normal, dass manche eben ein bisschen über der 0 dB oder auch unter der 0 dB Grenze liegen. Das ist alles Normalhörigkeit, weil jedes Ohr eben individuell auch einen leichten Unterschied aufweisen kann. Hier diese Pfeilsymbole sind jetzt diese Messungen über den Knochenleitungshörer und man sieht auch, dass die mehr weiter oben liegen als die Luftleitungsmessung und das ist natürlich klar, weil wir da direkt die Cochlea anregen und was hier dazwischen ist, das ist dann eben die sogenannte Schallleitungskomponente. Das heißt, hier ist einmal die Cochlea gestört, hat eine leichte Hochtonschwerhörigkeit und zusätzlich kommt eben noch eine Schallleitungskomponente, das heißt die Übertragung vom Außenohr bis zur Hörschnecke ist auch noch zusätzlich gestört und das ist der Grund, warum wir eben die Knochenleitung sowohl über Kopfhörer als auch über Knochenleitungshörer messen. So, jetzt habe ich Ihnen hier verschiedene Beispiele für einen tonaudiometrischen Befund mitgebracht. Wenn diese beiden Kurven von der Luftleitung und Knochenleitung übereinander liegen und eben hier alle unter 20 dB sind, das kann man verschieden definieren, aber sowas ist eine Normalhörigkeit. Eine Innenohrschwerhörigkeit, wenn der Schaden eben im Innenohr, in der Cochlea auftritt, sieht so aus, das heißt, die Luftleitungs- und Knochenleitungsmessungen liegen wieder mehr oder weniger deckungsgleich aufeinander, aber die Kurve ist eben deutlich von der 0 dB Kurve abgefallen. Also sowas ist hier eben auch, kann eine typische Altersschwerhörigkeit darstellen. Hier ist jetzt eine kombinierte Schwerhörigkeit, also eine größere Schallleitungskomponente dargestellt. Das heißt, wenn wir über die Luftleitung messen, dann haben wir schon einen relativ großen Hörverlust. Wenn wir die Cochlea über die Knochenleitungsmessung direkt anregen, sehen wir auch, dass wir hier zumindest bei einer Frequenz jetzt schon unter den 20 dB sind. Das heißt, hier ist einerseits die Übertragung vom Außenohr bis zur Cochlea gestört, als auch die Cochlea selber, die eben auch einen leichten Hörschaden hat. Wenn wir zur Sprachaudiometrie kommen, bleiben wir weiter in dem schallisolierten Audiometrieraum. Es werden jetzt je nach Hörtestung Zahlen, Wörter oder Sätze über Kopfhörer oder bei Hörgeräteträgern macht man die Messung auch über Lautsprecher, wo man den Schall abspielen kann. Die Wiedergabe kann dabei bei verschiedenen Lautstärkepegeln erfolgen und die Durchführung kann in Ruhe oder auch im Störgeräusch erfolgen. Der Patient wiederholt in der Regel die gehörten
Wörter. Ne? Also er wiederholt, ob er jetzt die Zahl verstanden hat und dass er die Zahl verstanden hat. Und je nach Messung, aber im Endeffekt werden die korrekt gehörten Wörter gezählt und dann abgespeichert. Wenn wir uns die Darstellung eines solchen Sprachaudiogramm's anschauen, hier am Beispiel des Freiburger Zahlen- und Wörtertests, dann sehen wir hier einmal jetzt auf der X-Achse nicht mehr die Frequenz, sondern wir sehen die Verständlichkeit in Prozent. 0% heißt nichts verstanden, 100% heißt alles richtig verstanden. Und hier auf der Y-Achse sehen wir den Schallpegel jetzt wieder in dB. Das heißt, umso weiter wir nach unten kommen, umso lauter wird der Schall oder die Sprache präsentiert. Bei den Freiburger Zahlen- und Wörtertests werden einmal die Zahlen verwendet, zum Beispiel 98, 22, 54, oder es werden einsilbrige Worte verwendet wie Schnee, Wurst oder Rauch. Auf der Darstellung hier haben wir zwei Kurven eingezeichnet. Hier oben ist das Normverstehen für Zahlen. Das heißt, wenn wir Zahlen jetzt ungefähr bei 18 dB präsentieren, dann hört jemand, der normalhörig ist, im Mittel eben 50% schon richtig. Und wenn wir dann hier weitergehen auf etwas über 30 dB, dann werden alle Zahlen beim Normalhörenden richtig verstanden. Genauso ist hier diese Kurve für Einsilber. Die liegt etwas unter der Kurve für Zahlen, weil Einsilber eben durch die kürzere Dauer der Worte entsprechend schwieriger zu verstehen sind als Zahlen. Hier jetzt mal beispielhaft ein Messergebnis eingetragen. Wir sehen hier, dass die Zahlen eben beim Wiedergabepegel von 40 dB eben zu 50% verstanden sind und die Einsilber hier als Kreise dargestellt, sieht man, dass man bei 65 dB eben 85% richtig verstanden hat, und macht man jetzt eben die Einsilber ein bisschen lauter in der Präsentation und geht hier auf 80 dB, dann werden in diesem Fall auch 100% richtig verstanden. Komme ich nun zu objektiven audiometrischen Verfahren. Die werde ich jetzt nur am Rande ansprechen, weil die im Detail durchaus kompliziert sind zu erklären. Aber Sie sollten eben mal gesehen haben, dass man solche Verfahren in dem Baukastenprinzip der Audiologie auch entsprechend hat. Das heißt, objektive Verfahren, ich wiederhole es nochmal, sind unabhängig von der Mitarbeit des Patienten. Sie finden zum Beispiel bei neugeborenen Hörscreening Anwendung oder wenn wir bei Operationen messen müssen oder eben auch um subjektiv erfasste Befunde nochmal zu verifizieren. Das erste ist die Hirnstammaudiometrie. Klingt kompliziert. Man klebt dazu hier auf die Stirnelektroden. Hinter dem Ohr sind jeweils 2 Elektroden geklebt und man leitet damit eben durchs Hören hervorgerufene Hirnstammpotentiale ab. Man hat einen kleinen Kopfhörer im Ohr, soll dabei möglichst ruhig liegen oder schlafen. Wird auch bei Neugeborenen, bei ganz kleinen Kindern durchgeführt. Und dann kann man eben hier bei verschiedenen Pegeln messen und man sieht hier eben, wenn bis zu 10 dB noch eine Welle nachweisbar ist, dann kann man auch eben bei Neugeborenen oder bei kleinen Kindern zum Beispiel eine Normalhörigkeit nachweisen. Die zweite Gruppe der objektiven audiometrischen Verfahren ist die Tympanometrie, Stapedusreflexmessung. Die Messung wird auch über einen kleinen Lautsprecher, der außen ins Ohr gesteckt wird, gemessen. Da misst man einerseits die Schwingungsfähigkeit vom Trommelfell, vom Mittelohr, ob wir eben dann ein Problem haben, dass wir zum Beispiel einen Schallleitungsblock haben. Einfachstes Beispiel, wenn zum Beispiel der Gehörgang durch Cerumen verstopft ist, dann schwingt natürlich das Trommelfell nicht mehr. Sowas kann man eben durch die Tympanometrie feststellen. Oder auch Stapedusreflexe, da nutzen wir auch den akustikofazialen Reflexbogen aus und messen praktisch auch einen Reflex und können damit auch auf die Schwerhörigkeit schließen. Die dritte große Gruppe sind die otoakustischen Emissionen. Da gibt es auch verschiedene, die wir durchführen können. Manche gehen schneller, manche ein bisschen langsamer. Ist auch gar kein schlimmer Test. Man kriegt wieder einen Kopfhörer, einen Ohrstöpsel ins Ohr, hört dann Klickgeräusche und wir zeichnen praktisch aus, was die Haarzellen aus dem Ohr wieder aussenden.
Ne? Und da kann man hier sehen, zum Beispiel hier bei dem Ohr sieht man Antworten, die sind da, bei dem anderen Ohr es kommen keine Antworten raus. Sowas ist eben eine einseitige Ertaubung. Und wenn man das Ganze dann noch frequenzspezifisch machen möchte, dann kann man die DP-OREs messen. Da dauert die Messung etwas länger, aber wir können wie bei einer Audiometrie eben auch das komplette Frequenzband durchfahren und sehen dann, wenn von den äußeren Haarzellen kleine Antworten aus dem Ohr wieder rausgeschickt werden. Und das hier ist eben bei derselben Patientin gemessen, wo wir dann auch eine einseitige Ertaubung haben. Zusammenfassend kann ich sagen, es steht für die audiologischen Messungen eine Vielzahl von Messverfahren bereit, die wir eben als Audiologen oder die HNO-Ärzte entsprechend auswählen müssen, um die richtigen Fragen zu beantworten. Es sind Verfahren vorhanden mit als auch ohne Mitarbeit des zu Untersuchenden durchführbar sind. Das heißt, wir können auch kleine Kinder damit messen. Und Hörtestungen, also wenn Sie zum Beispiel den Verdacht haben, eine Schwerhörigkeit zu haben, solche Hörtestungen sind eben an Kliniken, Unikliniken, bei niedergelassenen HNO-Ärzten, Phoniatern oder PET-Audiologen oder eben auch bei Hörakustikern möglich, die Ihnen dann eben auch gegebenenfalls eine Versorgung mit Hörhilfen angedeihen können. Ja, ich bedanke mich für das Zuhören und gebe gern wieder zurück.